Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal GK Modellcar Universe. Und wir haben was zu feiern. Wir haben letzte Woche nämlich die 100 Abonnentenmarke durchbrochen. Juhu! Und ich möchte mich erstmal bei euch dafür bedanken, denn ohne euch Zuschauen wäre das Ganze ja gar nicht möglich. Und ich freue mich also wirklich, dass mittlerweile, also für mich, für meine Begriffe, sehr viele Menschen zuschauen, regelmäßig zuschauen und doch durchaus eine große Akzeptanz da ist. Ich würde mich natürlich noch freuen, wenn in Zukunft noch mehr Leute zuschauen, aber 100 Abonnenten in nicht mal einem Jahr finde ich wirklich toll. Klasse gemacht, weiter so Leute. So, kommen wir heute zum Modell, was ich euch vorstellen möchte. Und ihr seht schon, die Verpackung ist wirklich sehr, sehr edel. Ist auch wirklich sehr dick. Ja. Dunkelgrün lackiert. Und ihr könnt es schon lesen, es ist von Bentley. Ja, hier oben. Und zwar der Bentley Continental GTC als Cabrio-Version. Die Packung ist relativ unspektakulär. Hier hinten die Informationen. Das Modell ist von Mini-Champs. Ehemals hießen die Paul Model Arts. Und der Maßstab ist 1:18 natürlich bei dieser großen Box. Ne? Also, drehen wir das Ganze nochmal um. Und hier haben wir eine ganz besondere Öffnung. Und zwar muss man hier nach oben klappen. Und da kommt das Modell zum Vorschein. So Leute, hier ist das gute Stück ausgepackt. Und wir können sehen, das ist wirklich ein sehr schönes Modell. Und der sticht gleich ins Auge. Wir haben hier einen Rechtslenker. Und ja, Bentley halt, ne? Der Continental von Bentley finde ich sowieso ein sehr gelungenes Auto. Es gibt wirklich nicht viele Sachen, die hier falsch gemacht worden sind, beziehungsweise die jetzt nicht gut aussehen. Also meiner Meinung nach nicht. Außer das Coupé finde ich in dem Bereich, wenn hier ein Dach ist, also im Coupé das Dach drauf ist, finde ich in dem Bereich nicht ganz so optimal gelungen. Deswegen habe ich mich hier für das Cabrio entschieden, auch gerade wegen dieser schönen Farbkombination, ne? Dunkelblau, helle Ausstattung, ihr wisst Bescheid, ne? Ist mein Faible. Dieses Modell ist einfach, sieht schöner aus. Aber das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht doch noch ein Coupé mit zulege. Ja. Ihr seht hier die zwei großen Frontlampen, beziehungsweise Scheinwerfer. Den sehr schönen filigranen Kühlergrill und hier vorne das Bentley-Logo. Hier unten die Lufteinlässe. Und ich zeige euch mal den Motorraum. So, hier, das ist der Motorraum. Wirklich ein sehr mächtiges Aggregat. Das ist die 6-Liter-Maschine mit den Twin-Turbos, wie ihr hier oben sehen könnt. Zeigst du das mal? Weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Jedenfalls steht 6,0 Twin-Turbo drauf. Hier 6,0 Twin-Turbo. Und ja, das ist der Motorbereich. Dazu. Kommen wir zur Seite. Hier die Bentley-Felgen, sehr mächtige Teile. Die Seitenlinie des Fahrzeugs sieht meines Erachtens auch sehr schnittig aus. Ja. Hat schon fast was Yachtartiges. Das Heck auch sehr imposant, sehr breit. Eine Sache, die ich hier anmerken möchte, was Bentley, also jetzt weniger die Mini-Champs, sondern Bentley generell, vielleicht hätte noch besser machen können, sind die relativ wuchtigen Lampen hier hinten. Also
da fehlt so ein bisschen die Feinheit, meiner Meinung nach. So, kommen auf die Fahrerseite. Sieht natürlich genauso aus wie der andere. Aber vorher wollte ich euch noch den Kofferraum zeigen. Mache ich mal auf. Hier seht ihr noch das Bentley-Logo. Und im Kofferraum hier ist wieder mit Teppich ausgekleidet. Und hier das Scharnier. Sehr fein gemacht. Oder? Hier könnt ihr es nochmal an der Seite sehen. Ist wirklich sehr detailliert gemacht worden. Hier unten könnt ihr noch die Auspuffblenden sehen. Und natürlich das Kennzeichen. Jetzt nochmal zur Seite. Sieht ja genauso aus wie die andere. Ist ja klar. Und bei der Gelegenheit kommen wir zum Innenraum. So Leute, willkommen zurück. Da war die Speicherkarte leider voll. Und ich habe 5 Minuten wahrscheinlich umsonst gedreht. Naja, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Innenraum. Ich zeige ihn euch mal. Fangen wir bei der Fahrerseite an. Hol das Auto mal näher. Und wie ihr sehen könnt, das ist wirklich ein wirklich sehr schöner Innenraum. Ist wirklich sehr wohnlich, sehr edel, sehr detailliert. Also wenn ihr gerade den Hinblick auf die Mittelkonsole, das gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Das Wurzelholz hier überall an den Seiten, vorne, in der Mittelkonsole unten, sogar hinten, ja hier hinten. Und hier die Knöpfe sogar vom Fahrersitz. Auch Anschnallgurte sind dabei. Teppichbodenimitat auch im Fußraum. Gibt es wirklich gar nichts auszusetzen hier im Innenraum. Außer maximal vielleicht, dass die Sitze aus Plastik sind, aber darüber kann ich hinwegsehen. Das Auto sieht einfach gut aus. Also macht man definitiv nichts falsch mit dem Modell. Sieht gut aus, passt in jede Sammlung rein, denke ich. Und ja, schaut es euch am besten mal selber an. Entscheidet, ob euch das Modell gefällt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. So gut, dass ich es als 100 Abonnenten-Special aufnehmen wollte. Ich hoffe, das ist mir geglückt, dass ihr auch zufrieden damit seid. Ich würde mich natürlich immer über weitere Abonnenten freuen. In diesem Sinne, abonniert mich, empfehlt mich weiter, teilt den Kanal, teilt die Videos, gebt mir ein Feedback, wie findet ihr das Auto oder guckt auch andere Videos von mir an, wie findet ihr die Autos dort, die Modelle. Schreibt Kommentare, wie gesagt, Daumen hoch, ihr kennt das Spielchen. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, nochmal für die 100 Abonnenten. Es freut mich wirklich sehr, dass das so gut angekommen ist. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video einfach wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.